Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es tatsächlich mal um die Datenbank. Endlich mal. Darauf haben wahrscheinlich schon viele von euch gewartet. Dazu benutzt man PHP ja hauptsächlich. Und ja, heute zeige ich euch, wie man das Ding einrichtet, beziehungsweise wie man es erstmal bekommt. Also ihr startet euren Server ganz normal. Und zwar mit auf Linux diesem sudo, lamp und so weiter. Ich habe es euch ja gezeigt. Lamp start ist es im Prinzip. Auf Windows habt ihr dieses xampp. Und da klickt ihr dann einfach darauf, dass die Datenbank gestartet wird. So, und wenn ihr dann Localhost hier oben eingibt, also einfach so Localhost hier eingeben, dann kommt ihr auf dieses Dashboard hier. Das ist im Prinzip erstmal uninteressant für euch. Interessant wird hier drüben. Ich mache das gerade mal ein bisschen kleiner, damit es auch ja auf eurem Sichtfeld ist. Und zwar hier haben wir phpMyAdmin. Das ist das, wo ihr eure Datenbank einrichten könnt. Okay, und dann habt ihr hier so ein mega unschönes Benutzeroberflächenteil und hier könnt ihr dann alles machen, im Prinzip mit euren Datenbanken interagieren und so weiter und so fort. Wir wollen uns jetzt erstmal eine neue Datenbank einrichten und das machen wir wie folgt. Wir klicken erstmal hier auf Datenbanken, wer hätte es gedacht. Und hier können wir dann einfach mal eine neue Datenbank, also einfach hier einen Namen angeben. Das ist dann wirklich eine komplette Datenbank, also was anderes als einfach nur eine Tabelle, sondern wirklich in einer Datenbank können mehrere Tabellen drin sein und in einer Tabelle sind mehrere Einträge. Also stellt euch vor, wenn ihr Excel irgendwie kennt, eine Datenbank ist quasi das komplette Excel-Teil, also die komplette Excel-File sozusagen. Und hier unten am unteren Ende, am linken unteren Ende, habt ihr immer noch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Tabellen oder zwischen verschiedenen, Tabellen im Prinzip zu wechseln. Und das sind dann eure verschiedenen Tabellen. Okay, wir legen jetzt hier erstmal eine Datenbank an. Dazu, keine Ahnung, was wir hier jetzt für einen Namen nehmen. Nennen wir sie einfach mal sensitive Daten. Wenn wir die vielleicht später auch noch irgendwann mal hacken werden, dann können wir sie auch gleich jetzt anlegen. Okay, nennen wir sie sensitive Daten und hier könnt ihr jetzt auswählen, was ihr hier gerne hättet. Hier gibt es natürlich jetzt sehr, sehr viel, aber ich würde vielleicht raten, dass ihr nicht unbedingt zum Beispiel hier in Chinesisch irgendwas machen wollt. Wenn ihr natürlich eine chinesische Datenbank braucht, dann nehmt ihr hier dieses Chinesisch zum Beispiel. Ansonsten kann ich euch das empfehlen, was hier auch schon steht, nämlich entweder UTF-8 oder Latin 1 Swedish, wobei, ja, ich würde einfach mal UTF-8 nehmen, das ist eigentlich ganz gut. Beziehungsweise, da wir hier in Deutschland sind, können wir hier auch einfach Latin, also das lateinische Alphabet sozusagen, und dann hier German nehmen, wobei ich nicht weiß, was der Unterschied zwischen German 1 und German 2 ist. Beachtet nicht Groß- und Kleinbuchstaben, beachtet auch nicht Großbuchstaben, Deutsch-Wörterbuch und Deutsch-Telefonbuch. Naja, nehmen wir einfach mal das Wörterbuch. Ist nicht so wichtig. Okay, und jetzt machen wir hier einfach auf Anlegen und jetzt habt ihr hier noch gar nichts, also keine Tabellen in der Datenbank gefunden. Und was ihr hier über phpMyAdmin machen könnt, ist im Prinzip SQL-Statements ausführen, die nicht so, die man einfach nicht so unbedingt tippen muss. Also ihr habt hier quasi eine grafische Oberfläche zum SQL-Statements ausführen. Jetzt, wenn ihr nicht wisst, was irgendwelche SQL-Statements sind, würde ich euch stark empfehlen, meine SQL-Serie anzugucken. Da sind die nämlich alle erklärt. Ich werde nicht auf alle eingehen, auf alle Statements, die man machen kann. Das habe ich ja schon mal gemacht, deswegen wäre es doppelt gemobbelt. Aber ich zeige euch natürlich, wie ihr euch mit PHP damit verbinden könnt und erstmal, wie ihr hier natürlich eine Tabelle anlegt. Ich mache jetzt hier einfach mal die User-Tabelle. Da kann man normalerweise eingeben, also zum Beispiel, wie diese Tabelle eben heißt. Und dann hat der User normalerweise eine ID. Dann hat er vielleicht noch einen Namen und ein Passwort und vielleicht noch eine E-Mail-Adresse, also 4 Spalten. Ihr könnt ja natürlich auch weniger machen. Wir machen jetzt einfach mal 3 Spalten, wenn wir die E-Mail nicht unbedingt brauchen. Und jetzt machen wir auf OK. Und dann seht ihr hier, wir haben eine Tabelle angelegt, aber diese Tabelle ist komplett leer. Hier oben haben wir die Tabelle User. Hier könnt ihr sie sogar noch umbenennen. Hier könnt ihr eine Zeile hinzufügen oder eben, mehrere Zeilen hinzufügen, je nachdem. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, erstmal einzugeben, was ihr hier gerne hättet. Also, was da alles rein soll. Das Vordere ist, wie ich schon gesagt habe, die ID, also quasi eine interne Datenregelung, was wir diesem User jetzt zuweisen. Also der erste User, quasi der Admin, der das Ganze erstellt hat, der bekommt die 0 oder die 1 und danach geht es immer weiter nach oben. So, ist natürlich ein Integer. Jetzt habt ihr hier aber die Auswahl über sehr, sehr, sehr verdammt viele Sachen. Integer sind Ganzzahlen, wie ihr mittlerweile wissen solltet, wenn ihr die ganze PHP-Serie verfolgt habt. Und Varchar bedeutet, es ist ein String und da könnt ihr dann hinten dran, machen wir gleich. Wir bleiben jetzt erstmal beim Integer hier, das ist das Einfachste. Länge brauchen wir keine angeben und hier brauchen wir auch nichts angeben. Also Null oder Current Timestamp muss nicht sein.
Und ja, hier können wir nochmal angeben, was wir hier für die Darstellung verwenden, also ob wir dieses Deutsche benutzen oder nicht. So, und jetzt geht es hier allerdings noch ein bisschen weiter. So, ihr habt mir das Fenster mal ein bisschen zurechtgerückt, damit ich hier unten auch die Scrollleiste habe. So, wir müssen hier nämlich noch ein bisschen mehr einstellen. Okay, hier geht es weiter mit Attributen. Binary, unsigned, also Binary bedeutet binär. Das heißt, wir haben wirklich nur 0 und 1 zur Verfügung. Unsigned bedeutet, es gibt keine negativen und genau das wollen wir ja eigentlich. Wir wollen ja, dass unsere User bei 0 oder 1 anfangen, aber wir wollen nicht, dass sie negativ sind. Okay, Null bedeutet, also wenn ihr hier den Haken setzt, bedeutet das, dass eure Felder null, also nicht vorhanden werden können. Das ist nicht gut bei einer ID, denn sonst hat vielleicht ein User mal keine ID. Das wollen wir nicht. Okay, Index, das ist das, was ihr hier bei dem User tatsächlich braucht. Wir nehmen jetzt hier einfach mal Primary. Das bedeutet, wir bekommen hier sozusagen beim Sortieren die User nach ihrer Zahl sortiert. Also ja, wenn wir nach User-ID suchen, geht es einfach am schnellsten und wir werden meistens nach einer User-ID suchen und deswegen einfach mal hier auf OK klicken und dann passt das Ganze. So, AI, Auto-Increment, ja, können wir machen, muss aber nicht unbedingt sein, wenn ihr da selber die ID setzen wollt, dann müsst ihr das nicht machen, aber wir machen hier den Haken rein, sodass immer nach der 0 die 1 kommt, nach der 1 kommt die 2, nach der 2 kommt die 3 und so weiter und so fort. Das heißt, Auto-Increment wollen wir natürlich nur bei der ID haben und sonst nirgends. So, Kommentare könnt ihr setzen, wie ihr wollt, ist manchmal ganz nützlich. Virtualität brauche ich eigentlich nicht zu interessieren. Das ganze Zeugs hier muss alles nicht sein. So, nächster Wert. Okay, was machen wir noch? Was hatten wir gesagt? Der Name. Okay. Jetzt brauchen wir natürlich hier vielleicht mehrere Zeichen. Und wir könnten hier jetzt tatsächlich einen Text nehmen. Wir könnten hier unten auch ein bisschen spezifischer werden, ob wir jetzt einen Char, einen Varchar, einen Tiny-Text, einen Medium-Text oder was auch immer haben wollen, aber im Prinzip reichen uns diese 4 Dinger hier oben. Date ist eigentlich für sich selbst sprechend, ist ein Datum. Text, weiß ich nicht, habe ich noch nie benutzt, keine Ahnung, ich nehme immer Varchar und gebe dann die Länge an, wie lang dieser Char sein soll. Also länger als 255 Buchstaben braucht der User eigentlich nicht verwenden, verbieten wir ihm einfach. Okay, Standard brauchen wir hier auch nicht. Ja, also Standard, wie gesagt, ist einfach, wenn der User nichts eingibt, was ist es dann? Ja, im Prinzip, der Rest reicht schon. Mehr wollen wir hier gar nicht haben. Okay, was wir jetzt hier noch machen, ist das Passwort. Denn es sind ja immerhin sensitive Daten, die wollen wir da auch noch reinhaben. So, ein Passwort ist normalerweise, ja, auch ein Text, meistens zumindest, normalerweise einfach keine Zahl. Okay, machen wir hier mal 255, wir werden sehen, ob das gut ist oder nicht. Und dann sind wir hier eigentlich auch schon fertig, weil mehr brauchen wir hier nicht. Passwort an sich, ihr seht, hat keine anderen Sachen oder sowas wie unser Name. Das heißt, das ganze Ding ist einfach genau gleich gespeichert als ein Stück Text. Und da wird es jetzt dann nachher knifflig werden, weil wir wollen das Ganze ja nicht als Passwort speichern, also nicht im Klartext speichern, denn wenn dann jemand unsere Datenbank knackt, dann hat er einfach alle Passwörter im Klartext. Das heißt, wir müssen dann noch irgendwie Verschlüsselung draufjagen und das Stichwort lautet Hashen, bevor wir die Passwörter speichern und dann vergleichen wir einfach nur die Hashes. Okay, Tabellenkommentar, ja gut, brauchen wir eigentlich nicht, weil wir wissen ja, was das ist, User. Und Kollation haben wir eigentlich auch schon alles gemacht. Hier können wir dann noch auswählen, was für eine Datenbank genau wir haben wollen. Wir nehmen jetzt einfach diese InnoDB, was auch immer das bedeutet. Und dann klicken wir hier auf entweder SQL-Vorschau, wenn ihr euer Kommentar selbst mal angucken könnt. Hier könnt ihr gerne mal draufklicken, das ist eine gute Übung. Hier könnt ihr einfach alles einstellen und dann mal gucken, ob ihr euer SQL-Statement richtig formuliert hättet. Das ist quasi das, wie das SQL aussehen würde, wenn ihr es ausführen wollt. Wir klicken jetzt hier einfach nur auf Speichern und schon haben wir hier unsere Tabelle fertig. So, und in unserer Tabelle drin sind absolut noch keine Daten, logischerweise, aber das sehen wir gar nicht. Upsala, ich habe was vergessen, aber das macht ja nichts, man kann ja hier noch alles ändern. Man kann ja die Tabellen auch noch im Nachhinein verändern. Und was wir hier noch haben wollen, ist, wir wollen die ID eindeutig haben. Das heißt, kein User darf eine andere ID haben. Und deswegen sagen wir jetzt hier auf Unique mal draufklicken und dann fragt er uns hier, möchten Sie die Abfrage Alter Table, also verändere die Tabelle. User, das ist übrigens das SQL-Statement, das ihr später mal ausführen werdet. Wirklich ausführen, das bedeutet, wir wollen einfach diese ID jetzt unique haben, dann machen wir OK. Und dann ist das ganze Ding unique. Ihr seht, es ist auch ausgegraut, genauso wie der Primärschlüssel. So soll es auch sein. Okay, Index können wir auch machen. Das ist quasi dann ja der Index von unserer Tabelle.
muss aber nicht unbedingt sein. Und hier oben steht dann immer euer SQL-Statement. Das heißt, ihr habt da auch gleichzeitig gesehen, was ihr da gerade ausgeführt habt. Und ja, wie gesagt, eine super Methode, einfach um zu testen, ob ihr eure SQL-Statements so durchführen könnt, wie ihr es wollt. Also einfach mal ein bisschen rumspielen und gucken, ob ihr es alles richtig gemacht habt. Ich würde euch genau jetzt empfehlen, meine andere Serie mal anzugucken über SQL und dann wieder hier einzusteigen und zu gucken, ob ihr alles noch im Kopf habt. Und dann machen wir weiter, indem wir uns mit PHP oder PHP darauf verbinden. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!